So. Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich würde dann gleich mal loslegen. Einfach mal weiter. So. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Und wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass der feine Herr hier seinen Posten verlässt. Er hat den ganzen Wasserspender getrunken. Also mussten wir irgendwie probieren, dass wir ihn dazu bringen, auf Toilette zu gehen. Nur der Herr heißt nicht ohne Grund Blase, wie er uns letztes Mal schon breit erklärt hat, nachdem wir ihn die ganze Zeit genervt haben, was noch nicht funktioniert hat. Ja, also nochmal gucken. Hallo? Jemand zu Hause? Huch! Verschwinde! Ich liebe es. Das ist meine Immer noch. Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Ach Seit ja? wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Ich glaube, so einen haben wir schon. Also mal gucken. Vielleicht können wir ihm noch was zu trinken bringen. Waren wir hier schon drin? Oder war das die verschlossene Tür? Die ist verschlossen. Das war die verschlossene Tür. Haben wir irgendwas? Nichts, was jetzt, wo ich jetzt denke, man könnte aber eine Tür öffnen. Aber wir können die Tür vielleicht noch ein bisschen beschmieren. Ja, Nimm können wir. dies widerwärtiges Ausschlussinstrument. Ich liebe es. Ich finde es so gut, dass man alles mit einem kombinieren kann und besonders finde ich es auch gut. Einmal Hotdog mit ohne Zwiebel und mit ohne Wurst. Im Brötchen? Nee, mit ohne, so auf der Hand halt. Dass man wieder die ganzen Sachen beschmieren kann, finde ich auch super. Nimm dies widerwärtiges Ausschlussinstrument. Das ist natürlich auch zu. Das war der Gehirnwäscheraum. Da ist der Ich telefoniere mit niemandem, aber ich telefoniere trotzdem irgendwie Typ. So. Die Küche war da hinten. Oh oh. Oh nee. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Ach Eine ja. entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Das habe ich wohl vermasselt. So ging es ja weiter. Das hatte ich vollkommen vergessen, dass es so ja auch weitergeht. Ich weiß nicht, ob man das mit dem, dass er aufs Klo geht, erst später machen kann. Das kann auch sein. Und dass es eigentlich erstmal hier weitergeht. Es ist zwar kein Blind Let's Play, aber es ist immer noch so, dass ich es lange nicht gespielt habe und deswegen keinen Plan habe, was ich hier eigentlich mache. Zumindest nicht immer. So. Trockelbecher. Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Oh. Dazu bin ich zu schüchtern. Echt? Dazu bin ich zu schüchtern. Dann sprechen wir. Hallo, Troggelbecher, ist das dein Name? Troggelbecher, Darf ich da nicht rein? Troggelbecher.
Aber ich brauche eine Audienz beim König. Rogelbecher! Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Hatte ich schon irgendwas? Ich weiß es nicht, aber ich spreche jetzt erstmal mit dem Typen. Da steht ein alter Mann mit Aluminiumumhang am Fenster. Mhm. Sprich doch mal mit ihm. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt fürwahr. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Aber du bist noch nicht am Ziel. Ihr was? Halte durch, Edna. Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Fangen wir mal von oben Wer an. bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alumann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Schiefluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigem Schiefluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Yin und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Hallo in den Chat. Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Ich liebe das Letzte. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzlewettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet.
Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-ups und Liegestütze, oh nein. Oh nein. Sprechen wir über was anderes. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes, wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Aluumhang zerknittert sehr schnell. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Aluumhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja, weil du es mir gerade gesagt hast, weiß ich das schon. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. So, weiter geht's. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Poetisch und deprimierend zugleich. Ein Telefon. Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren. Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Wo der ist, wissen wir ja schon. Eine Lampe. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Wo die wohl sind. Ups. Sauerei. Ah ja, schlitzen konnte man auch noch. Stimmt. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Ach ja. Sie hat ja eine Vorliebe für Kritzeleien, die schon fertig sind. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. So, bisschen rumgeschmiert. Wo geht's noch lang? An dem kommen wir gerade nicht vorbei. Da können wir wahrscheinlich auch nicht durch hier hinten, weil da sind wir gerade weggeschlossen worden. Also da lang. So. Ah, der Löffelaushang. Hier steht Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Guten Tag. Guten Tag. Die Fahrscheine bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus.
Er macht halt im Keller, im 2. Stock und hier im 1. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagiere preis. Vorbildlich. Sehr vorbildlich. Dann wird es wahrscheinlich auch nichts bringen, aber... Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die 3. Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Ich dachte, er gibt keine Informationen über seine Fahrgästepreis. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwester. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die 3 genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die 3. halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Und was mit dem Ticket 12? Jetzt hat er aufgehört zu reden? Okay. Guten Tag. Die Fahrscheine bitte. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Das Schreien wird ihm bestimmt helfen, ja. Genau. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber und dann hagelt's Arschgranaten! Guten Tag. Die Fahrscheine bitte. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will, Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? ich geb's auf. Ja, ist vielleicht besser. Ich gehe dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Andere, ja. So. Da komme ich daher? Komme ich da nicht her? Nein, ich komme da nicht her. Ich komme da nicht hin. Ah! Der Bienenmann. Hallo Bienenmann. Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir hier rauszukommen. Servus, Harvey.
Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschlift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Ja. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Meier. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Musst du es wirklich fragen, Edna, aber okay. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire. Um die Modebranche zu boykottieren. Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Ja. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Mir dämmert langsam wieder was. Mir kommen Erinnerungen hoch und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Eine Schere. Eine Zickzackschere. Ach ja, Kunstwerk. Mit dem Schlüssel. Müssen wir auch noch ran. Irgendwann. Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Ja, jetzt habe ich da drauf gedrückt und war aber schon raus. Sprechen wir mal mit ihm. Na du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi Edna, ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, 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 Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Ja, Feingefühl hat Edna wirklich nicht. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's?
Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ja. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Na komm, wir fangen von oben an und gehen alles Es durch. ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Sehr Und hilfreich. seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest Du ihn aufmuntern. wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es irgendwann nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Du wo schweißt war ich noch schon gleich? wieder ab. Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Äh, Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. wow. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Boah, dieses Spiel. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Welche Hilfe? Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ja. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Hier mixt der Barmann seine Drinks?
Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte.